Wenn wir etwas tun, sind hinter diese Bereiche, stehen die ein Stück besser da, als quasi bevor wir angefangen haben. Das wäre ein positiver Impact. Positive Impact, was bedeutet das genau? Also kannst du das erklären? Wir haben uns dieses Jahr nochmal sehr konzentriert damit beschäftigt, wo wir eigentlich hinwollen. Es fängt natürlich alles von so einem Kern an. Ne? Wir machen ein Produkt, das hoffentlich einen sehr positiven Einfluss hat auf die Menschen, die es nutzen, also auf die Bewegungsfreiheit, die Bewegungsfreude, die Gesundheit. Und dafür haben wir gesagt, also eigentlich möchten wir es schaffen, einen positiven Impact zu leisten. Und zwar auf alle Bereiche, auf die wir einen Einfluss haben, also auf die Menschen, auf die Umwelt und auch auf die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Also wir sind ja ein Unternehmen, das heißt, wir haben irgendeinen Einfluss in der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Zusammengefasst möchten wir eigentlich dahin kommen, dass wir hinterher sagen, wenn wir etwas tun, sind hinter diese Bereiche, stehen die ein Stück besser da, als quasi bevor wir angefangen haben. Das wäre ein positiver Impact. Also wenn du jetzt die Bereiche nimmst, People, Planet, Profit. So, und man guckt sich diesen People-Bereich an, die Menschen, auf die wir einen Einfluss haben. Also es sind natürlich einmal die Leute, die unsere Schuhe nutzen und die tragen. So über das Produkt können wir einen positiven Beitrag leisten. Aber es sind auch die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, also sowohl jetzt im Team als auch über das Team hinaus, also Arbeitswelten neu zu definieren, Menschen mit sehr viel Vertrauen zu begegnen, Freiheiten zu schaffen, Vereinbarkeit möglich zu machen. Und auch, und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man das nicht nur für sich selbst definiert, sondern dass man auch rausgeht und andere Menschen daran teilhaben lässt und damit dieser Impact sich quasi auch verbreitet. Genauso geht es darum, Gelegenheiten zu schaffen, für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, jetzt außerhalb des Teams, also für unsere Lieferanten, für Partner, mit denen vielleicht auch zusammen zu definieren, wie können wir das noch besser gestalten. Also wie können wir jetzt zum Beispiel den Arbeitsort besser gestalten in der Fabrik. Wie können wir euch mehr Sicherheiten geben, sodass ihr vielleicht auch einen Teil davon wieder weitergeben könnt an eure Belegschaft und so weiter und so fort. Und dann haben wir den Bereich Umwelt, also Planet. Und da sind wir natürlich als produzierendes Unternehmen, haben wir da erstmal einen negativen Einfluss, also verbrauchen Ressourcen. Und jetzt kann man hingehen und sagen, okay, wir möchten diesen Verbrauch so gering wie möglich halten, also unseren Schaden quasi so weit wie möglich mindern und gleichzeitig, also vielleicht sogar so eine Art Klimaneutralität anstreben. Aber ich glaube, es ist eigentlich nicht genug. Also irgendwie fühlt sich das so an, okay, wir wollen so wenig wie möglich Schaden verursachen. Nee, eigentlich wollen wir doch genau das Gegenteil. Also eigentlich wollen wir doch keinen Schaden verursachen und gleichzeitig etwas besser machen, als es vorher war. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsaufgabe, eine Wahnsinnsherausforderung. Zum Beispiel im Bereich des Sourcing, also wo kommen unsere Rohstoffe her? Was sind das für Rohstoffe, die wir verarbeiten? Unter welchen Umständen werden die angebaut oder generiert? Der zweite Bereich im Bereich Planet ist, was wollen wir denn unterstützen? Also was wollen wir auch finanziell unterstützen? Und da liegt uns halt genau dieser ganze Bereich Renaturierung total am Herzen. Weil das etwas ist, was, glaube ich, ein total wichtiger Gegenpol ist zu dem, was sonst passiert auf der Welt. Und weil es diese Bereiche braucht, wo Natur sich wieder entfalten kann, wo Systeme wieder entstehen können, wo Artenvielfalt einfach Möglichkeiten hat. Und das wollen wir sowohl einfach mit Geld, also einfach wirklich finanziell in Form von Spenden unterstützen und haben da, glaube ich, auch schon einen richtigen Partner gefunden. Und auf der anderen Seite zum Beispiel mit Corporate Volunteering, also einfach mit Arbeitskraft, die wir aus dem Team zur Verfügung stellen können für bestimmte Projekte. Und dann hast du den ganzen dritten Bereich des Positive Impact im Bereich Wirtschaften, also wie können wir wirtschaften. Und da fallen viele Dinge drunter, also einmal so dieser ganze Bereich Gemeinwohlökonomie. Was bedeutet es eigentlich, wenn man sich als Unternehmen vornimmt, für die Gesellschaft einen positiven Impact zu leisten? Also an welchen Stellen muss man da oder kann man etwas tun? Was machen wir mit dem erwirtschafteten Geld? Also wie nutzen wir das? Also wenn man das sich in so einer Landschaft vorstellt, dann hat man halt diesen Bereich der Renaturierung, da wo wirklich wilde Natur stattfinden kann und einen Platz hat. Dann hast du einen Bereich, wo regenerative Landwirtschaft stattfindet, also wo man Rohstoffe anbauen kann, wo wirtschaftliche Gelegenheiten entstehen für die Menschen jetzt in ländlichen Gegenden.
Und einen dritten Bereich, wo du eine grüne Wirtschaft förderst. Also bestimmte Arbeitsmodelle, bestimmte Arbeitsinhalte einfach gefördert werden. Und das ist, glaube ich, so dann die große Vision, in der Wildling sich wirklich ganzheitlich auch beteiligen kann und einen Teil dazu beitragen kann, dass es passiert.